Hallo, da bin ich wieder. Heute etwas lediert, weil mir gestern Weisheitszahn gezogen wurde. Darum sehe ich vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ich bin ein paar Gramm leichter. Und das ist auch unser Thema heute, denn ich habe euch etwas ganz Spannendes mitgebracht, nämlich die leichtesten Bikepacking-Taschen der Welt. Das behauptet jedenfalls Cyclite, eine kleine Firma aus Bayern, die sich zum Ziel gesetzt hat, super leichte Bikepacking-Taschen herzustellen, die trotzdem total robust, wasserdicht und praktisch sind. Und ob das wirklich funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. Fangen wir an mit der Top-Tube-Tasche. Ja, ihr habt es richtig gesehen, die ist weiß, aber keine Sorge, gibt es auch in schwarz, wenn euch das hier zu empfindlich erscheint. Ja, zur Top-Tube-Tasche selbst, 1,7 Liter, 112 Gramm. Wie viele andere Taschen von Cyclite kann man aber auch hier eine Verstärkung rausnehmen. Dann soll sie immer noch stabil genug sein und wiegt nur noch 98 Gramm. Ja, reflektierende Logos an den Seiten, Gurte unten, vorne, Kabelkanal, um die Powerbank rauszuführen und eine große Klappe, die durch einen Magneten vorne gehalten wird. Ja, und ein riesiger Stauraum mit 1,7 Liter, da wird man ordentlich was unterkriegen. Ja, die packen wir jetzt mal und bauen sie danach ans Rad an und schauen mal, wie das funktioniert. So, 1,7 Liter Top-Tube-Tasche, die soll 112 Gramm wiegen. Ja, dann wiegen wir sie doch mal. 105. Ja, okay, das ist weniger als angegeben. Das ist schon mal sehr beeindruckend. Jetzt nehmen wir mal die Verstärkung raus und wiegen die Tasche nochmal. 84 Gramm. Das ist ziemlich leicht. Direkt darunter kommt dann die Rahmentasche, 2,8 Liter und 148 Gramm, beziehungsweise 98 Gramm ohne Verstärkung, also auch mega leicht. Ja, auch die reflektierenden Logos an der Seite, 2 Reißverschlüsse zu den beiden Hauptfächern, ein großes, ein kleines, 3 Gurte oben, ein Gurt vorne, auch ein Kabelkanal, um Wasserschlauch oder Powerbank rauszuführen. Bei 2,8 Litern bin ich ein bisschen skeptisch. Das ist deutlich weniger als in meiner bisherigen Rahmentasche. Aber ich bekomme hier trotzdem mein Werkzeug und sogar meine Drohne rein. Ja, dann müsst ihr mal gucken. Drohne muss man vielleicht nicht unbedingt mitnehmen. Und dann wird sie wahrscheinlich auch für die meisten Fälle durchaus reichen. So, natürlich eine Satteltasche. Wahrscheinlich für die meisten von euch die wichtigste Tasche. 12,9 Liter. Und 318 Gramm. Ja, auch reflektierende Logos, Gurte für die Sattelstütze, für das Sattelgestell, ein Ventil, um die Luft rauszulassen, um die gut komprimieren zu können. Gurte obendrauf, um noch eine Regenjacke oder sonst was anzubringen. Und hinten Halter für ein Rücklicht. Ja, macht einen sehr guten Eindruck. Und natürlich gibt es auch eine Händelbar-Rolle, 12,6 Liter und 198 Gramm. Das ist wirklich irre leicht. Die ist 100 Gramm leichter als meine bisherige Rolle. Ja, das ist schon krass. Was gibt es zu sagen? Auch natürlich reflektierende Logos, auch Gurte, um noch leichte Dinge oben drauf zu befestigen. Schaumstoffgummis an den Gurten für den Lenker, um ein bisschen Abstand zu halten, damit man den Lenker gut greifen kann. Ja, ansonsten kann man die von beiden Seiten befüllen und entweder mit einem Gurt die Enden zusammenspannen oder wenn man sie richtig voll knallt, das wird aber nur am Mountainbike funktionieren, kann man die Enden auch direkt selber zustöpseln und dann kann man wahrscheinlich auch die 12,6 Liter maximal ausnutzen. Und dann noch eine sehr spannende Tasche, ein Accessory Pack. Cyclite nennt das aber Handlebar Aero Bag. Ja, weil das macht sich besonders gut unter einer Aerobar, geht aber auch ohne. Ja, und ist sehr schnittig, wenig Luftwiderstand, vermutlich. 4,9 Liter, 208 Gramm, kann man auch wieder tunen auf 140 Gramm. Ja, ein großer Reißverschluss, um an den Inhalt ranzukommen. Ich habe jetzt mal mein Regenzeug drin, Licht, Kamera
und da ist noch ohne Ende Platz. An den Seiten gibt es so kleine Mesh-Netze, um Müll oder Schloss unterzubringen. Ja, obendrauf könnte man noch einen Radcomputer oder einen Tracker befestigen und auch hier ein Kabelkanal, um eine Powerbank oder eine Wasserblase rauszuführen. Dann bringen wir mal die Taschen am Rad an. Genau. Erstmal die Rahmentasche locker hier rum. Und die Top-Tube-Tasche oben drauf. Kann man übrigens die Gurte versetzen. Das ist sehr praktisch, wenn die mit der Rahmentasche kollidieren würde. Tut sie bei mir aber nicht. Deswegen ist das hier überhaupt kein Problem, die hier anzubringen. Ein Gurt, noch ein Gurt. Und dann ist das auch schon bombenfest. Das geht hier wirklich sehr einfach. Genau, der Deckel kollidiert nicht mit dem Vorbau, da hatte ich so ein bisschen Sorgen. Klappt aber super. So, die Händelbarrolle von unten an den Lenker ran. Die Gurte einmal rum um den Lenker und festklippen. Perfekt. Und dann kann man die Händelbarrolle von unten an der Gabel mit kleinen Gurten abspannen. Und dann ist die auch bombenfest. Das fühlt sich sehr fest an. Die Aero-Barback wird natürlich an der Aero-Bar angebracht und das passt ja an meinem Synthes C3 wie angegossen hier vorne ran. Also mit 4 Gurten an der Aero-Bar befestigt und dann mit 2 weiteren Gurten an der Händelbarrolle angebracht. Das machen wir gerade mal. Okay. Auch das macht einen sehr stabilen Eindruck. Man könnte die noch abspannen, auch zur Gabel runter. Aber ich habe gerade das Gefühl, das tut hier gar nicht Not. So, als letztes die Satteltasche. Ja, erstmal locker den Riemen um die Sattelspitze rum. Genau. Dann kann man die Gurte durchs Sattelgestell führen. Und mit diesen Haken hier einfach reinhaken und dann hält das auch schon. Auf der anderen Seite genauso. Genau, und dann die Satteltasche ordentlich gegen den Sattel drücken und hier festziehen. Ja. Und nochmal die Sattelstützengurt auch ordentlich festziehen. Und dann schauen wir uns mal an, ob die draußen rumwackelt. So, der Herbst zeigt sich nochmal von seiner schönsten Seite, auch in Hamburg. Die Taschen funktionieren super. Man kommt auch während der Fahrt prima an die Oberrohrtasche ran. Also wackeln tut hier tatsächlich überhaupt gar nichts. Weder die Aeroback noch die Händelbar. Die Oberrohrtasche stört beim Pedalieren nicht, auch nicht im Wiegeschritt. Da hatte ich so ein bisschen Bedenken, weil die ja doch ein Tick größer ist. Klappt aber super. Und sieht man es nicht, auch die Satteltasche berührt nicht die Oberschenkel. Das würde nämlich auf Dauer auch echt nerven. Aber kein Problem hier. Top. So. Die Tasche geht auch super auf während der Fahrt. Kommt man gut ran an alles. Und hält auch. Und auch die Aero-Bar weg wackelt überhaupt nicht. Also die muss man, glaube ich, nicht abspannen. So, wieder zurück. Heute super Wetter in Hamburg. Letzter schöner Herbsttag. Fazit. Ja, ich bin total zufrieden. Also ich finde sie tatsächlich super schick und wurde auch gleich direkt darauf angesprochen.
Und die funktionieren total unkompliziert, sind super robust, wackelt tatsächlich gar nichts. Das fühlt sich echt gut an, fühlt sich auch sehr hochwertig verarbeitet an. Geregnet hat es heute nicht, also ich weiß nicht, ob sie wasserdicht sind, aber gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja, und sie sind tatsächlich mega leicht. Also ich habe nochmal rumgegoogelt und tatsächlich nichts Leichteres gefunden. Also das ist tatsächlich konkurrenzlos. Ja, der Platz ist ein bisschen eng, würde ich sagen. Also vor allen Dingen die Rahmentasche ist mir eigentlich ein Tick zu klein, obwohl ich jetzt meine Drohne ja doch noch reinbekommen habe. Aber für die 4-wöchige Radreise würde ich vielleicht mir eine größere Rahmentasche wünschen. Ich würde sagen, das Setup ist tatsächlich eher so für Racer gedacht, die so ein paar Tage unterwegs sind, jedes Gramm sparen wollen, auch am Berg und ordentlich Gas geben wollen. Dafür ist es auf jeden Fall top geeignet. Und dafür ist auch die Aero-Tasche super geeignet, weil die, glaube ich, echt windschnittig ist. Oh, fast vergessen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Taschen verlinke ich unten in der Beschreibung und wir sehen uns das nächste Mal.